Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Dein Motiv wird räumlich, Skulptur. Im späten Mittelalter, vor 600 Jahren, begannen die Bilder in Europa eine faszinierende Reise. Sie wurden erstmals technisch vervielfältigt und sie verbreiteten sich weitläufig. Und so konnte aus dem Motiv eines Kupferstiches eine Holzskulptur oder ein Eisengussrelief werden oder auch ein Glasfenster. Die Motive wanderten durch die Gattungen der Kunst. Herzlich willkommen zum Spätgotik-Workshop. Unsere Kunstreise heute führt in das Reich des Raumes. Kunst, die räumlich ist, die dreidimensional ist, nennt man auch Skulptur. Und vor mehr als 500 Jahren, also in der Zeit des Mittelalters, da waren solche Kunstwerke aus Stein gemeißelt oder sie waren aus Holz geschnitzt, sie waren aus Ton geformt oder auch aus Metall gegossen. Schauen wir uns mal so ein räumliches Kunstwerk an. Diese Figur zum Beispiel wurde von dem Künstler Niklaus Gerhard von Leyden aus rötlichem Sandstein gemeißelt. Zu sehen ist ein Mann, der ganz nachdenklich ist, der den Kopf zur Seite hängen lässt und es sieht fast so aus, als würde er sich über eine Fensterbrüstung lehnen und den Leuten unten auf der Straße nachgucken. Und tatsächlich war diese Figur wohl einmal ganz oben an einem Haus angebracht. Als nächstes sehen wir uns ein Relief an. So nennt man Kunstwerke, die räumlich hervortreten aus einer Fläche heraus. Dieses Relief hier hat der Künstler Tilman Riemenschneider aus einem Lindenholz herausgeschnitzt. Zu sehen ist Jesus und Maria Magdalena, die sich hier gerade in einem Garten treffen. Und wenn man sich das so anguckt, wie es gemacht ist, der Künstler hat eigentlich nur ganz wenig vom Hintergrund abgetragen mit dem Schnitzeisen und trotzdem kommen die Figuren deutlich hervor. Durch Licht und Schatten können wir sie gut erkennen. Und wir machen heute für unser eigenes Werk eine Modelliermasse, die aussehen wird ein bisschen wie Stein. Dazu brauchst du Mehl, Salz, Wasser, Kaffeesatz, eine Schüssel, einen Löffel, ein Brettchen, Plastikfolie, ein stumpfes Messer und Schaschlikspieße. Aus einem anderen Video kennt ihr vielleicht schon meine Vogel-3-Spielkarte. Und das ist ja das Vogelmotiv, was ich wandern lasse. Aber welches Motiv nehmt ihr? Überlegt mal vielleicht auch ein Tier oder eine Pflanze. Das Motiv sollte jedenfalls nicht zu kompliziert sein und es ist gedacht für einen runden Untergrund. Apropos Untergrund, ihr müsst eine Unterlage haben, zum Beispiel Zeitungen oder eine abwischbare, unempfindliche Tischfläche. Dann bräuchten wir ein Holzbrettchen und damit unsere Arbeit da nicht festklebt, ein Stück Plastikfolie. Da beziehen wir jetzt das Holzbrettchen mit der Folie und etwas Tesafilm. So, darauf können wir jetzt gut arbeiten und als nächstes setzen wir die Modelliermasse an. Dazu vermischen wir erstmal in einer Schüssel die ganzen pulverigen, trockenen Zutaten. Also den Kaffeesatz und genauso viel Mehl dazu. Rühre ich schon mal ein bisschen durcheinander. Dann eine halbe Tasse Salz. Und das rühren wir oben, bis so eine homogene Masse entstanden ist. In dieses Pulver gießt man jetzt eine halbe Tasse Wasser, so nach und rührt immer wieder um. Und das Pulver saugt sich jetzt voll mit dem Wasser. Solltet ihr plötzlich zu viel Wasser erwischt haben, dann nehmt ihr einfach noch ein bisschen Mehl dazu. So, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man mal einfach das Ganze auch ein bisschen knetet mit der Hand. So, und das knetet ihr alles zusammen, bis ein geschmeidiger und nicht zu feuchter Teig entstanden ist. Und irgendwann mal habt ihr einen großen Kloß in eurer Schüssel und den gebt ihr dann auf das Brett. Von diesem Teig nehmt ihr erstmal so ein bisschen was weg, so ein Viertel, mit dem modellieren wir dann noch. So, und aus diesem Kloß entsteht unsere Grundfläche. Den brauchen wir eigentlich nur platt zu drücken. Und schon haben wir eine runde Fläche. Die sollte gut 1 Zentimeter stark sein.
So, um jetzt euer Motiv als Relief zu formen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr setzt Masse auf oder ihr kratzt hier hinein und nehmt Masse weg. Wir machen eine Mischung aus beiden. Für meinen Vogel zum Beispiel forme ich jetzt erstmal eine Kugel und diese Kugel kann ich zu einer Schlange rollen und diese Schlange kann ich zum Beispiel als einen ganz langen Vogelhals aufsetzen. So. Den Bauch des Vogels setze ich auch einfach als Klümpchen hier auf. Und so könnt ihr im Prinzip fortfahren. Die Flügel, die werde ich aber andersrum machen. Für die Flügel nehme ich jetzt hier mal meinen Schaschlikspieß und kratze hier den Umriss des Flügels erstmal in den Untergrund und dann nehme ich daneben Hintergrund weg, dass es so vertieft ist, wie wir das bei dem Lindenholzrelief schon gesehen haben. Das Auge des Tieres kann man ganz am Schluss einstechen, einritzen. Und so lange dünne Beine wie von meinem Vogel hier, die kann man auch einfach sehr schön eindrücken mit diesem Schaschlikspieß. Dabei das Stäbchen ruhig sehr flach halten, dann kriegt ihr schöne glatte Kanten. So ein Vogel hat natürlich eine Menge Federn und die drücke ich jetzt hier ein. Da könnt ihr euch wirklich viele Muster überlegen. Die Linien können parallel oder kreuz und quer sein, dass der Vogel auch ein richtiges Gefieder kriegt oder eben, wie ihr das für euer Motiv jeweils einsetzen könnt. Oder manche Sachen können auch aus eurem Motiv, aus eurem Medaillon so ein bisschen rausragen. Hier zum Beispiel ein paar Federn sind vielleicht sogar noch ein bisschen weiter draußen. Dann kann man auch mit so einem Schaschlikspieß ganz viele Pünktchen hinterlassen und ganz am Schluss kann man sich dann nochmal den Rand angucken und den vielleicht mal nochmal mit etwas Wasser ein bisschen glatt streichen. Ja, eine Überlegung ist noch, wie hängt ihr das Relief am Schluss auf? Das heißt also, eventuell machen wir da ein Loch rein mit dem Schaschlikspieß, dass ihr das gut an einem Nagel aufhängen könnt. Also es ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Ton. Ihr könnt immer wieder was hinzufügen oder auch wegnehmen. Und wenn ihr noch mehr Zeit braucht zum Arbeiten, dann packt euer Relief einfach in eine Plastikfolie ein. Dann hält es sich frisch und ihr könnt am nächsten Tag nochmal dran gehen. Euer Relief muss nicht gebrannt werden, sondern ihr lasst es bitte gut durchtrocknen, so ungefähr 2 Tage. Und dann hat es so in etwa diese Farbe hier und sieht auch so ein bisschen aus wie Stein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Modellieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video zur Spätgotik.